Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der DeinDLRP.de Disney Park Show in einem etwas anderen Setting. Wir sind noch in Marne-la-Vallée im Val d'Europe in unserer Ferienwohnung, der wir zu unserem Frozen Celebration Trip waren. Und da die Steffi dabei ist, dachten wir uns, wir nehmen heute eine Sendung zu einem Thema auf, für das sie Expertin ist. Und das ist das Thema Disneyland Paris für Menschen mit Behinderungen. Das haben wir schon lange als Sendung geplant gehabt und wollten Steffi eigentlich mal nach Mainz einladen. Aber dachten jetzt, warum nicht die Gunst der Stunde nutzen, dass wir gerade gemeinsam hier sind und das einfach jetzt spontan aufnehmen. Also, wir sind bereit und fangen mit unserer Sendung an. Disneyland Paris für Menschen mit Behinderung. Was können wir da reden? Was bedeutet das überhaupt? Was geht's da grundsätzlich? Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass eigentlich das Disneyland Paris ein toller Ort ist für Menschen jeglicher Art, also auch die jetzt im Alltag eingeschränkt sind. Die kommen da einem sehr gut entgegen, also gerade wenn ihr Bedenken habt, sei es, weil es körperliche Einschränkungen sind für Menschen im Rollstuhl oder auch physische, psychische Einschränkungen, lasst euch auf dieses Experiment ein. Sie sind vorbereitet und haben eigentlich für jede Situation eine Lösung parat und es gibt zwei Varianten einer Lösung, nennt sich die grüne Karte, die Green Card, und die orangene Karte, auch Orange Card oder Easy Access Card. Ich habe auch mal meine eigene grüne Karte mit dabei. Ich zauber die mal eben aus meiner Jacke hervor. Tada, so sieht die aus. Und ich denke, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen mit der grünen Karte anfangen. Diese Karte bekommt man, wenn man zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis hat. Also habe ich auch dabei, zauber ich auch mal aus meiner Karte vor. Also wenn ihr einen von denen habt, es gibt ja auch noch dann diesen grün-orangenen, es reicht der normale grüne, bekommt man ja schon bereits, wenn man einen Grad der Behinderung von 50 hat oder höher. Damit würdet ihr zum Beispiel die grüne Karte bekommen. So. Auch wenn ihr eine dauerhafte Beeinschränkung habt, dann könntet ihr mit einem ärztlichen Attest, welches innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt werden. Ach so, 12, ja. 12 Monate ausgestellt habt. Ausgestellt wurde. Ist von eurem Arzt, genau. Genau. Könntet ihr auch eine grüne Karte beantragen. Mit dieser grünen Karte könntet ihr oder dürft ihr oder müsst ihr nicht in den normalen Wartebereichen der Attraktionen warten. Also es ist schon mal der Vorteil, dass zum Beispiel, wenn ihr Probleme habt mit dem Stehen, ist es ein Vorteil, dass ihr halt dann keine Big Thunder Mountain zum Beispiel hat ja schon mal gerne 90 Minuten oder so, und wenn es euch schwerfällt, dass ihr da 90 Minuten stehen müsstet, könntet ihr diese 90 Minuten außerhalb verbringen. Ihr könnt euch da entspannt dann irgendwo hinsetzen und müsst dann nicht 90 Minuten in der Schlange stehen. Und dürftet mit dieser grünen Karte in der Nähe des Ausgangs durchgehen und kommt schneller dran. So. Ein weiterer Vorteil von der grünen Karte, was heißt Vorteil, eine Erleichterung, wären auch, worin ja das Disneyland Paris groß ist, sind die Charakter-Meet and Greets. Ihr wollt Mickey, Minnie, Donald, Pluto treffen, dann dürft ihr... Ja, Lotso ist leider sehr selten dort anzutreffen. Ich frage mich, warum. Der ist halt hier gerade beschäftigt. Mal schauen. Vielleicht. Und der sieht sehr schläfrig aus. Ja. Ja, wie geht man dann vor, wenn man Mickey, Donald oder irgendwie treffen möchte? Das ist mal vor dem Anfang. Wie geht man denn überhaupt vor, die Karte zu kriegen? Das ist beim Anfang beginnen. Ja, das stimmt. Gut. Was muss man denn selbst organisieren? Du sagst ja, Disneyland Paris ist gut aufgestellt dafür, aber welche Kriterien muss man selbst erfüllen und wie muss man die dann vor Ort vorlegen, nachweisen und so weiter? Gut. Wenn man diese Unterlagen hat, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten.
Option Nummer 1 wäre, wenn ihr zum Beispiel ein Tagesgast seid oder extern wohnt, könnt ihr in die City Hall gehen oder zu den Studio Services, sobald ihr in den Parks drin seid, und sprecht dort mit einem Cast-Member und sagt, ihr möchtet zum Beispiel die Green Card oder grüne Karte erhalten. Dazu vielleicht ganz kurz, die City Hall findet ihr, das ist das zentrale Informationsbüro in Disneyland Park, das findet ihr nach dem Eingang unter den Bahngleisen durch, dann direkt auf der linken Seite des ersten großen Platzes, auf den ihr kommt, und die Studio Services, das entsprechende Äquivalent in Walt Disney Studios, das findet ihr direkt, wenn ihr in den Park reinkommt, auch am ersten großen Platz seid, auf der rechten Seite, dass ihr da gar nicht erst lang suchen müsst. Genau. Und dazu vielleicht der Tipp, in den Studio Services ist in der Regel die Wartezeit deutlich kürzer als in der City Hall. Also wenn ihr nur ein Ticket für den Disneyland Park habt, hilft es nichts, aber wenn ihr Jahreskarte, Park-Hopper-Ticket habt, geht zu Studio Services, würde ich empfehlen. Definitiv. Ja. Gut, dann gehen wir dahin. Genau, ihr geht dahin mit euren Unterlagen, also idealerweise mit dem Schwerbehindertenausweis oder mit dem ärztlichen Attest und sprecht dort mit einem Cast-Member und sagt, ihr möchtet gerne die Priority Card haben, die grüne Karte, sprecht darüber, welche Art von Einschränkungen ihr habt, und das wird dann auch auf der Rückseite der grünen Karte markiert. Es kann sein, je nach Einschränkung dürft ihr nicht alle Attraktionen fahren. Zum Beispiel, bestes Beispiel finde ich, ist immer der Toy Story Parachute Drop. Da ist dort mit der Evakuierung, solltet ihr dort stecken bleiben, wird es mit der Evakuierung schwierig, und deswegen sind für einige Einschränkungen dieser Ride zum Beispiel dann ausgeschlossen. Ja, gut, ich meine, verständlich, wenn man sich im Prinzip gar nicht bewegen kann und da käme dann irgendwie, ich sag jetzt, eine feuerwehrartige Drehleiter hoch und man selber kann sich überhaupt nicht rühren oder irgendwas. Wird das schwierig. Ja, ist ein gewisses, habe ich zumindest jetzt Verständnis für, dass das dann eben nicht geht. Ja. Genau, also es wird dann hinten auf der Karte eben auch markiert, welche Art von Einschränkungen ihr da eben habt, und der Cast-Member kontrolliert es immer auch am Eingang der Attraktion und wird euch dementsprechend dann auch Bescheid geben, ob ihr einfach damit fahren dürft oder eben leider nicht. Und vielleicht auch eine Bitte von mir, diskutiert und auch bitte nicht mit dem Cast-Member, ob dies wenn ihr nicht damit fahren dürft, dass es halt einfach eine dumme Idee ist oder ähnliches. Ich habe da schon Sachen erlebt, wo dann auch, gerade wenn es um die Kinder ging, die Eltern vielleicht ein wenig, Es ist am Ende zur eigenen Sicherheit. Es gibt gute Gründe dafür. Ja. Das ist nicht an Haaren herbeigezogen, aus den Fingern gesaugt. Gibt gute Gründe dafür. Und dann bekommt man die Karte ausgestellt. Genau. Da kriegen wir immer mal wieder die Frage, auf deutschen Schwerbehindertenausweisen gibt es ja diese Merkzeichen für B, glaube ich, Begleitpersonen, und dann gibt es was, dass man nicht zu Fuß gehen kann und so weiter. Hat das irgendeine Bedeutung? Spielt das eine Rolle dafür? Für die Karte? Für die Green Card oder Priority Card in dem Fall jetzt nicht. Als es in anderen Ländern eben genau, gibt, in Frankreich gibt's diese Bezeichnungen einfach nicht. Also ein ganz normaler Schwerbehindertenausweis reicht in dem Fall aus. Ja. Okay. Genau. Auf der Karte wird dann auch noch unten festgehalten, wie viele Begleitpersonen mit dürfen. Also es gibt einmal den Unterschied zwischen Begleitpersonen in den Attraktionen an sich und auch Begleitpersonen für Paraden und Shows. Normalerweise dürft ihr in die Attraktionen plus 4 Begleiter mitnehmen. Das heißt, wenn ihr Big Thunder Mountain fahren möchtet, könnt ihr theoretisch mit der ganzen Familie, wenn diese nicht größer wie 4 Personen ist, mit reingehen. Möchtet ihr allerdings zu Paraden und Shows gehen, wie zum Beispiel Illuminations, dann dürfen da im Normalfall, ich sage jetzt in der Regel, maximal noch 2 Personen mit dazukommen. Auch da gibt's wieder die Situation, hey, größere Familie, Mama mit Papa und 2 Kindern. Ja, es kann sein, dass der Castmember in diesem Fall eine Ausnahme macht. Es muss aber nicht sein. Und auch hier wieder dann die Bitte von mir,
bitte diskutiert da wieder nicht mit dem Castmember dann rum am Eingang. Auch hier gibt's wieder so viele Situationen, wo es dann groß rumdiskutiert wurde, zum Teil auch ausfällig wurde. Es ist auch wieder, auf der anderen Seite, es ist immer ein Entgegenkommen von Disney an sich. Das überhaupt anzubieten. Dass sie das überhaupt anbieten. Ich verstehe es, dass halt Familien nicht auseinandergerissen ja, werden möchten. Kann ich auch nachvollziehen. Aber die Bereiche sind halt begrenzt in der Größe. Genau. Und die Ausnahmen werden vielleicht auch für die Leute vorbehalten, zum Beispiel ein alleinreisendes Elternteil mit 3 Kindern ist dann eben, kriegt eher eine Ausnahme als Elternpaar mit 2 Kindern. Erst recht, und je kleiner die Kinder sind, wahrscheinlich, je größer die Wahrscheinlichkeit, wenn es 2 15-jährige Teenager dabei sind, ist vermutlich eher Mutter mit dem Kind, das ich jetzt mal einfach voraussetze, hat die Beeinträchtigung, geht in den Bereich, Vater mit dem anderen Kind steht direkt daneben. Man muss ja nicht meilenweit entfernt sein. Da sollte man auch Verständnis haben, dass vielleicht andere noch mehr in einer kritischen Situation sind, wie man selbst, und Verständnis dafür haben, dass vielleicht die Anzahl an Plätzen, die vorbehalten ist, eben ein bisschen mehr auf andere, bei denen es noch wichtiger ist, zusammen zu bleiben. Und oft sind ja auch gerade bei Paraden oder so die Bereiche gerade mal nur durch ein Seil getrennt. Ja. Da kann man ja wirklich auch dann 2 Personen in einem abgesperrten Bereich sein und die anderen 2 Personen stehen zum Beispiel direkt daneben. Also es ist... Dann erlebt man trotzdem alles noch zusammen. Genau. Also klar, wie gesagt, fragt gerne nach, seid freundlich, seid nett. Oft findet man gemeinsam eine Lösung, aber wenn es halt dann mal nicht so klappt, dann ist es leider so. Denkt immer dran, ein Tag in Disney ist immer noch ein Tag besser als ein Tag daheim auf der Arbeit. Ja. Ja gut, aber zurück zur Karte. Ja, ihr habt dann eine Karte bekommen. Es wurde hinten drauf markiert, welche Art von Beeinträchtigung ihr habt, wie viele Begleitpersonen wo mit reingenommen werden dürfen. Und ja, und dürft damit in den Tag. Es steht auch in einem Park. Also, kurze Erklärung, Steffi arbeitet tagtäglich etliche Stunden, also ihren ganzen Arbeitsalltag auf einer US Airbase. Deshalb ist das mit dem Deutsch manchmal funktioniert nicht mehr so ganz. Ich weiß, es tut mir leid. Aber wo wir bei Begleitpersonen waren, es gibt ja noch einen weiteren Vorteil. Wir hatten gerade schon, man hat verkürzte Wartezeiten an den Attraktionen, beziehungsweise die Möglichkeit, nicht in der normalen Warteschlange stehen zu müssen. Und dann hatten wir die Begleitpersonen. Man kann ja auch eine Begleitperson in den Park mitnehmen. Genau. Also es gibt nicht nur die Begleitperson in dem Park, schon wieder. Ihr bekommt auch selbst mit einem Schwerbehindertenausweis 10% Preisnachlass auf euer eigenes Tagesticket und dürft dann auch eine kostenfreie Begleitperson mit in den Park nehmen. Dieses Ticket erhaltet ihr dann an der jeweiligen Kasse am Disneyland Paris an sich. Das ist an den Studios direkt die Kasse 1 und 2. Diese Kasse bevorzuge ich persönlich, weil da meistens die Schlange viel kürzer ist. Wenn ihr an den Disneyland Park seid, ist es die Kasse beim Donald Desk in der Gegend, in der Nähe, gleich komplett rechts am Park. Da ist die Warteschlange meist ungefähr doppelt, dreifach so lang wie an den Studios. Und selbst mit dem Hin- und Herlaufen ist es meist sehr viel kürzer, direkt an den Kassen an den Studios zu gehen. Und im Endeffekt, kauft ihr euer eigenes Ticket. Wenn ihr noch kein Ticket online zum Beispiel gekauft habt, dürft ihr gerne unsere Angebote mal anschauen. Die blenden wir euch jetzt hier jetzt mal ein. Idealerweise kauft ihr euer eigenes Ticket online, weil es da einfach günstiger ist, und geht damit an eine dieser disabled, behindertengerechten Kassen und legt euren Schwerbehindertenausweis vor und sagt, ihr möchtet euer Begleitpersonenticket abholen, bekommt es ausgestellt und geht damit dann einfach in die Parks. Ja. Ich glaube, da muss man, meine ich zumindest, bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, aber es ist doch so, dass die Person, aber die man als Begleitperson mit reinnehmen möchte, kostenlos mit reinnehmen möchte, auch wirklich eine Begleitperson sein muss, also in der Lage sein muss, dem Menschen mit Behinderung Hilfestellung zu leisten. Also man kann nicht als Erwachsener sagen, ich nehme ein 5-jähriges Kind als Begleitperson, sondern es gibt eine Altersgrenze. Mindestalter 15 Jahre, genau, muss die
kostenfreie Begleitung sein. Damit es Was auch ja wirklich den Sinn und Zweck erfüllt. Das ist also nicht einfach nur, damit ihr einen schönen Tag mit jemandem verbringen könnt, sondern damit eben jemand da ist, der euch, wenn ihr darauf angewiesen seid, hilft. Genau. Auch da gilt dann aber wieder, dass man eben nicht das Merkmal haben muss, weil es das Merkmal eben nicht gibt. Die Begleitperson könnt ihr unabhängig davon, ob ihr das entsprechende Merkmal in eurem Ausweis habt oder nicht mitnehmen. Ja. Ja, und du hast Big Thunder Mountain als Beispiel gesagt bei den Attraktionen. Da geht man durch den Ausgang rein. Genau, in der Nähe vom Ausgang ist, an jeder Attraktion befindet sich irgendwo eigentlich dieses Rollstuhl-Symbol, das man suchen darf und irgendwo auch findet. Zusatzattraktion. Also wir haben immer so begeistert Bericht aus Walt Disney World, Interactive Games in den Parks mit Schnitzeljagd und so weiter. Das habt ihr hier so ähnlich. Speziell für Menschen mit Behinderung gibt es Interactive Games in Disneyland Paris, nämlich finde den Eingang. Ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Also, gerade wenn man das erste Mal eigentlich diese Karte auch nutzt, das ist immer sehr interessant herauszufinden, wo dieser Eingang ist. Also Big Thunder Mountain ist zum Beispiel beim Ausgang, mehr oder weniger, also kurz vorm eigentlichen Ausgang geht man dann nochmal links ums Eck sozusagen und kommt dann zu einem extra Bereich für die Green Card oder auch Orange Card Inhaber, wo dann auch nochmal ein paar Sitzplätze sind. Aber jetzt keine Sorge, wem sich das zu kompliziert anhört, man kann auch jederzeit einen Cast-Member ansprechen und der weiß dann Bescheid und zeigt euch oder erklärt euch, wo ihr hin müsst. Also das... am besten an der jeweiligen Attraktion Cast-Member. Ja. Nicht, also, wenn ihr sonst nicht wisst, geht einfach zum ganz normalen Eingang, fragt danach und dann wird man euch den Weg weisen. Erklären, wie es geht. Genau. Das gilt für Attraktionen. Bei Character gehst du auch einfach hin oder... Ja und nein. Okay. Also, aufgepasst, ja und nein. Ja und nein. Bedeutet? Ja heißt, du gehst da einfach hin. Nein heißt, man sollte dort sehr früh hingehen. Okay. Weil bei den Charakteren muss man sich zumindest mit der grünen Karte, auch mit der orangenen Karte, eine sogenannte Return Time holen. Also eine Zeit, zu der man zurückkommen darf, um den Charakter auch wirklich zu treffen. So, und diese Zeiten sind begrenzt und wenn man da halt eben zu spät hingeht, dann hat man halt an diesem Tag leider Pech gehabt. Okay. Das heißt, man sollte da idealerweise, das sollte eine von diesen ersten Dingen sein, wenn man weiß, hey, man möchte unbedingt Donald treffen an dem Tag oder Minnie oder wer auch immer gerade in den Parks unterwegs ist und man die unbedingt treffen möchte, sollte das einer der ersten Dinge sein, die man dann in der Früh erledigt. Oder man hat halt dann, ich würde jetzt nicht sagen Pech, aber man muss halt dann, wenn es keine Zeiten mehr gibt, dann muss man entweder in die normale Schlange, wenn sie dann nicht so lang ist, oder sich eine andere Option aussuchen und vielleicht am nächsten Tag nochmal versuchen. Und wie ist es bei den Return Times? Ist das ähnlich wie bei Fastpassen? Kannst du immer nur eine Return Time holen und erst wenn die abgelaufen ist, eine neue holen? Oder kannst du dir am Anfang, quasi am Morgen zu 3 Charakteren gehen, die 3 Return Times holen und die am Laufe des Tages abarbeiten? Theoretisch wäre es möglich, dass du dir so viele Return Time holst, wie du magst, weil es immer noch auf, ich sage jetzt mal, Oldschool Papierzettelchen geht und keiner wirklich kontrollieren kann, wie viele du wirklich hast. Okay. Also, ich persönlich, ich finde es eigentlich nur fair, wenn du halt irgendwie nur eine Zeit pro Tag oder Ticket hast, bevor du dir irgendwie eine andere Zeit holen würdest. Also sollte man da ein bisschen an die Rücksichtnahme der Gäste appellieren. Ihr kennt den alten Satz, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, wenn ihr das ausnutzt, dann wird es irgendwann nicht mehr in der Form geben. Genau. Das haben wir in Disney World erlebt, wo die Zugangsmöglichkeiten massiv eingeschränkt werden mussten und deutlich weniger komfortabel sind, als früher waren, dass man eben durch den Ausgang rein konnte. Und wenn ihr das nicht mit Maß nutzt, und viele Leute das nicht mit Maß nutzen, es gibt immer Leute, die nutzen es aus, aber das bedeutet letztendlich, dass irgendwann gekürzt werden wird. Deshalb in eurem eigenen Interesse, im Interesse anderer Gäste mit Behinderungen, die darauf angewiesen sind, nutzt es mit Maß und ohne es auszunutzen. Das
ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Und ich denke auch früher oder später, ich meine, wir wissen es selbst von den App-Imagineers, die App gerade umgestalten, dass zum Beispiel die Jahreskarte und das Ticket auch alles mit verlinkt werden kann, dass wahrscheinlich dann auch irgendwann mal der Punkt kommt, dass zum Beispiel dann auch die Return Times für Disabled Sachen dann auch über die App gebucht wird, und spätestens dann, denke ich, kommt dann auch der Punkt, wo man nur noch ein Ticket, ein aktives Ticket haben kann, ähnlich wie zum Beispiel bei Limebirdie, oder das wollte eben... ich gerade sagen, Limebirdie, Genau. gutes Stichwort. Wie funktioniert's da mit der Disabled Card? Ja, bei den Charakteren, die man nur über Limebirdie buchen kann, hat auch ein Inhaber der Priority Card, ich will jetzt nicht sagen Pech gehabt, aber man muss halt da auch als Inhaber die Limebirdie App nutzen. Bei der ohnehin nicht so lange anstehen musst, weil du eben dein Zeitfenster hast und das dann als Zumutbar gilt. Genau, da hat man auch mit Karte keine Vor- oder Nachteile, weil jeder im Endeffekt gleichberechtigt ist, sich an dem Meet and Greet eine Zeit zu holen. Und aber da funktioniert es ja normalerweise auch so, wenn die App dann sagt, 12:50 Uhr kann man jetzt Olaf treffen, dass man da wirklich auch innerhalb von 10 Minuten spätestens dran ist. Das sind ja dann keine Wartezeiten mehr in dem Sinne. Das muss man auch bei einer normalen Attraktion mit der Green Card, da kann es auch schon mal 5 bis 10 Minuten oder auch mal 15 Minuten dauern, bis man dann auch wirklich vom Anstellen bis Zeitpunkt, dass man endlich mal drin war, kann es auch dauern. Also es ist kein garantierter Sofortzugang mit der Green Card, dass man Es gibt ja zumindest ein paar Sitzmöglichkeiten im Wartebereich. Zum Bei Großteil, sieht man das ja, wenn man aussteigt auf der Seite, wo da auch der Zugang ist, dann gibt's eben, da müsst ihr nicht stehen, sondern gibt ein paar Sitzmöglichkeiten. Auch da bitte wieder, lasst die Leute sitzen, die eine Behinderung haben, die Green Card haben, und setzt euch nicht als Begleitpersonen hin. Wieder so ein Ding, wo wir vielleicht ein bisschen einfach Augen auf. Ja. Wenn da jemand mit Krücken steht und ihr selber seid nur als Begleitung dabei, steht auf und lasst diese Person, ich meine, es ist eigentlich selbstverständlich, aber... Sollte es sein, ja. Sollte. Ja. Okay. Attraktion. Geht man Ausgang oder andere Stellen rein, kann direkt fahren. Character holt man sich Return Times, mit Ausnahme von Charaktern bei Limebirdie. Bei der es Limebirdie-Reservierung gibt, da genauso wie alle anderen schnell sein beim Buchen. Jetzt sind wir aber aus Disneyland Paris gewöhnt, es gibt noch an vielen weiteren Stellen Schlangen und vor allem zunehmend an Restaurants. Wäre es jetzt ein bisschen unlogisch zu sagen, hey, die Leute können an Attraktionen nicht in der Schlange stehen, aber bei Casey's Corner mal 1,5 Stunden anstehen für einen Hotdog. Gibt es da auch irgendeine Lösung, irgendeine Möglichkeit, oder ist das dann halt so, weil... Die gibt es. Vielleicht ist es den einen oder anderen von euch auch schon mal aufgefallen. Dieses Rollstuhl-Symbol findet man an der einen oder anderen Quick-Service-Counter-Kasse auch noch. Oder auch beim Shoppen an den Kassen. Okay, das Das ist mir letztens in World of Disney aufgefallen, dass ich da eine Kasse gesehen habe. Ja? Okay. Das bedeutet also, wenn ihr merkt, dass ihr jetzt sehr hungrig seid oder auch jetzt nicht unbedingt mehr die Kraft habt oder es auch mit Anstehen beim Essen nicht unbedingt funktioniert, dann dürft ihr auch zu dieser Kasse gehen, die dieses Rollstuhl-Symbol hat, und dürft auch dort mit dem hingehen und sozusagen werdet bevorzugt bedient, genau. Solltet ihr diese Kasse nicht finden oder solltet ihr dort vergebens warten, sprecht einfach den nächsten Castmember an. Also es gibt zum Beispiel, das hatten wir auch vor kurzem im Bellanotte, da steht hier meistens vorne jemand dran, der auch schon diese Plastik-laminierten Karten austeilt. Ich wusste nicht, welche Kasse da es gerade ist, und bei mir wurde es langsam auch so ein bisschen Zeit, dass ich ganz schnell etwas esse. Ich bin auch zu dem Castmember hin, habe ihm die grüne Karte gesagt und gefragt, so, hey, wo ist es denn, wie geht's denn? Und der hat mich dann zu dem nächsten Verkaufsmitarbeiter dort gebracht, und er hat mich neben die Kasse gestellt und hat dem Kollegen dort gesagt, so, hey, hier, wir haben ja jemanden mit einer grünen Karte. Und nachdem dann halt der eine Gast abkassiert wurde, durfte ich dann gleich bestellen, und dann innerhalb von
5 Minuten wurde dann auch meine Bestellung aufgenommen. Und ja, es gab aber auch schon die andere Situation, dass halt an der einen Kasse mit dem Rollstuhlsymbol irgendwie so 4 Menschen vor mir waren und der Mitarbeiter dort halt irgendwie so 3 normale Bestellungen, eine Bestellung vom von der Disabled Schlange, dann wieder 3 normale, eine... Okay, das ist dann halt... Das kann halt, gerade wenn so ein recht voller Tag ist, dann kann das aber halt auch schon mal noch eine halbe Stunde warten dauern. Aber es muss halt ein gewisses Maß muss halt gewahrt werden. Ne? Klar, ich meine, ich verstehe es, aber man sollte dann trotzdem, wenn man diesen Pass nutzt, nicht erwarten, dass man halt immer innerhalb von 5 Minuten zum Beispiel drankommt. Ja. Also auch wenn ihr merkt, ihr braucht halt innerhalb von einer gewissen Zeit irgendwas zu essen, krankheitsbedingt, plant dennoch genug Zeit ein und erwartet halt nicht, dass es mit dem Fingerschnipsen klappt. Diese Counter, die das Rollstuhlsymbol haben, sind in der Regel auch rollstuhlfahrergerecht. Deswegen auch die Kassen zum Beispiel in den Shops. Dort, wo das Rollstuhlsymbol dran ist, da ist halt eben auch die Kasse weiter unten, ne? Damit Rollstuhlfahrer dort besser rankommen. Wenn aber halt auch die Schlangen in den Shops, gerade weil zum Beispiel Sale ist, sehr lang ist, dann dürfte man auch mit der Green Card dort vorne ran und würde dort bevorzugt behandelt werden. Das war jetzt alles relativ theoretisch. Wir gehen auch mal ein bisschen in die Praxis und blenden euch jetzt mal ein paar wirklich Situationen aus der Praxis ein, wo wir euch vorführen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. So, wir sind jetzt mal von unserem Mini-Studio in die Parks gewechselt und wollten euch ja noch ein paar Sachen vor Ort zeigen. Und zwar zuerst einmal zeigt uns Steffi die Kasse, an der ihr eure Begleitertickets abholen könnt. Also, wenn ihr auf den Park zulauft, ganz an der rechten Seite findet ihr das. Wenn der Andrang groß ist, steht hier ein Cast-Member, der euch schon weiterhelfen kann. Heute ist jetzt hier nicht viel los. Aber wie schon gesagt, für die vollen Tage empfehlen wir ohnehin in die Walt Disney Studios zu gehen. An den Kassen 1 und 2, das sind die beiden linken Kassen an den Studios, es dort zu machen, weil es da in der Regel viel schneller geht. So, wir sind jetzt ein bisschen durch die Absperrungen oder die Queue-Lines durchgelaufen und sind jetzt bei den beiden Kassen, an denen ihr die Tickets bekommen könnt. Das sind diese beiden hier. So, wir sind in der Main Street, wir sind hier quasi durch den Kassen nächstgelegenen Eingang etwas seitlich reingekommen, laufen hier lang und hier findet ihr gleich den Verleih für Rollstühle. Ist da, wo auch der Buggy-Verleih für Kinder ist. Also wenn ihr auf einen Rollstuhl angewiesen seid, könnt ihr den hier für 25 € mieten. Ja, hier kommt Donald gerannt und hier zeigen wir euch auch mal, wie das funktioniert mit einem Zeitslot buchen für die Green Card. Also Steffi hat ihre grüne Karte jetzt abgegeben, wird es darum gebeten, einen Ausweis zu zeigen. Die Jahreskarte, Entschuldigung. Die Jahreskarte zu zeigen. Und heute gibt es auch noch sehr früh für 11:35 Uhr. Konnten wir direkt einen Termin kriegen. Jetzt wird das Return-Ticket ausgefüllt. Merci beaucoup. Ja, und wir zeigen euch das nochmal. Ihr habt dann das Return-Ticket. Da steht dann drauf, zu welcher Uhrzeit ihr wiederkommen könnt. Und mit der maximalen Personenanzahl, in dem Fall 6 Personen. Ja gut, ich zähle für 4. Aber Donald wartet auch jetzt schon wieder auf uns. Der freut sich schon, dass Steffi ihn gleich besucht. So, nachdem wir einen Timeslot bei Donald geholt haben, zeigen wir euch nun, wie es bei einer Attraktion funktioniert.
und haben Big Thunder Mountain als Beispiel genommen. Hier am Ausgang von Big Thunder Mountain seht ihr das Schild mit dem Rollstuhl und wisst, hier müsst ihr rein, um mit der Green Card fahren zu können. Das ist an unterschiedlichen Attraktionen, an unterschiedlichen Stellen. Immer auf dieses Schild achten, dann findet ihr den richtigen Weg. So, den Ausgang rein kommen wir hier an so ein kleines Häuschen des Vorarbeiters, des Foreman. Und manchmal steht hier schon ein Castmember, der euch bittet, ihm eure Green Card zu zeigen, damit ihr hier weiter in diese Richtung dürft. Ihr seht da vorne in der Ferne schon wieder das Rollstuhlschild, das euch den Weg weist. Vom eigentlichen Ausgang her, aus dem ihr rauskommt, wenn ihr die Bahn gefahren seid, oder einem der beiden Ausgänge, je nachdem welchen Bahnsteig ihr aussteigt, müsst ihr nun nach links abzweigen. Auch hier wieder gekennzeichnet durch das Rollstuhlschild. Und bei Big Thunder Mountain folgt ihr diesem kleinen Pfad. Wie gesagt, bei jeder Attraktion ein bisschen anders. Wir können euch nicht bei allen Attraktionen jetzt zeigen, das wird den Rahmen sprengen. Aber ja, hier habt ihr es als Beispiel mal. Und dann gehen wir hier in diesen gesonderten Wartebereich. Und Steffi muss gleich ihre Green Card vorzeigen, damit wir hier warten dürfen. Wie würde es jetzt funktionieren, wenn das die orangene Karte wäre? Da geht man auch hierher oder muss man sich vorher schon ein Castmember, weil ja gar kein Castmember da war bis jetzt? Und so würde man auch hierher kommen. Mit ein wenig Glück darf man hier bleiben. Wenn eben sehr viel los ist, würde dann wahrscheinlich der Castmember vorne in diesem Formelhäuschen stehen und man würde mit denen sprechen und dann eben die Zeit bekommen, wann man zurückkommen darf. Ansonsten wird einem hier dann wahrscheinlich gesagt, wann man zurückkommen darf. Nur zur Info, weil ich gerade die andere Richtung gefilmt habe. Dörte war ein bisschen weiter weg. Es ging gerade um die orangene Karte, falls ihr Dörte bei der Lautstärke hier im Umfeld nicht verstanden habt, wie es dann funktionieren würde. So, es wird Steffis Karte kontrolliert. Und ja, jetzt wissen wir, dass wir hier stehen dürfen. Manchmal wird auch hier die Jahreskarte noch kontrolliert, ob das übereinstimmt. Steffi sah vertrauenswürdig aus. Lächel mal. Genau. Wer könnte denken, dass dieses Gesicht lügt? Und jetzt stehen wir hier an und können mit dem nächsten oder übernächsten Zug fahren. Donald kommt zurück und wir zeigen euch jetzt, wie das funktioniert mit dem Einlösen der Karte. Es ist 11:32 Uhr. In 3 Minuten können wir das Return-Ticket einlösen und gehen da aber schon mal hin. Ihr seht da gleich links die Wimpel mit dem Rollstuhl und da könnt ihr das dann einlösen. So, Steffi hat ihre Karte eingelöst, wird abgehakt, kommt weg und wir warten dann ein bisschen und dürfen dann gleich zu Donald. Vielleicht sieht man es hier im Hintergrund, das blaue Boot, also das zweite Boot, das ist das für Rollstuhlfahrer geeignete Boot bei It's a Small World. Wir zeigen es euch gleich hoffentlich auch noch aus einer etwas näheren Perspektive, dass ihr es ein bisschen besser seht. So, hier könnt ihr es jetzt nochmal von oben aus der Nähe sehen. Also da kann man ganz bequem mit dem Rollstuhl einfach reinschieben und muss nicht umsteigen. So, jetzt seht ihr eben zu dem Hakuna Matata. Hier seht ihr, wie die Kassen markiert sind, an denen ihr euch mit Green Card anstellen könnt, um schneller dran zu kommen. Einfach auch mit dem Rollstuhl-Symbol. Ist heute ein bisschen ungeschickt gelöst, weil es die einzige offene Kasse ist und sich hier eine riesige Schlange gebildet hat. So, da sind wir wieder. Wir waren gerade im Park und schon sitzen wir hier auf dem Sofa und es geht weiter mit unserem Thema. Was ich dazu auch noch fragen wollte, wir hatten jetzt so dieses Ding, jeder, der da ist, kann die Karte nutzen, wenn er sie beantragt hat und muss aber immer in die City Hall, immer in Studio Service. Also was ist denn eigentlich, wenn man jetzt entweder, ja, man hat eine Pauschale, ist 5 Tage da oder hat eine Jahreskarte und ist 100 Tage im Jahr da. Jeden Tag immer wieder in die City Hall. Fangen wir bei Jahreskarten gleich mal an. Wie funktioniert das? Mit den Jahreskarten ist es ein bisschen einfacher. Gut, es 2 Situationen. Angenommen, ihr habt die Jahreskarte online bestellt gehabt und seid das erste Mal im Park. Mhm. Euer erster Weg sollte dann eigentlich in das Jahreskartenbüro gehen. Mhm. Okay, nicht in die City Hall. Oder? Nicht in die City Hall. Die kann euch, nicht die City Hall und die Studio Services, die können euch in dem Fall nicht helfen. Okay. Also ab ins Jahreskartenbüro. Also auch erst in Disneyland Park, weil es in Walt Disney Studios kein Jahreskartenbüro mehr gibt. Genau.
ab ins Jahreskartenbüro. Ihr braucht dort dieselben Unterlagen, die ihr aber auch in der City Hall oder in Studio Services vorlegen würdet. Und dort geht ihr mit eurer Jahreskarte rein und zeigt ihnen zum Beispiel dann auch den Schwerbehindertenausweis. Und dann bekommt ihr auch die grüne Karte. Und das Tolle dabei ist sogar, die wird euch dort laminiert. Okay, sinnvoll, damit es ein bisschen länger hält. Genau. Denn so ein Pappkärtchen nach einem Jahr. Genau. Und die ist dann auch bis zum Ablaufdatum eurer Jahreskarte gültig. Und auch wenn man die Verlängerungsoption zum Beispiel nutzt und die 4 Monate extra bekommt. genau, alles von dem Tag, an dem ihr in das City Hall, in dem Jahreskartenbüro wart, bis zu dem Tag, an dem die Jahreskarte ausläuft, ist diese Green Card Dann gültig. dann gültig. Und dann, wie ist dann mit den Begleitpersonen? Gibt es da auch eine dauerhafte Lösung oder muss man die Tickets immer wieder... Die Tickets müssen jeden Tag neu geholt werden. Okay. Also da müsstet ihr dann entweder an die Kasse beim Donald's Desk, bei Walt Disney Park oder an die Studios. Wie gesagt, ich empfehle da eher die Kasse 1 und 2 in den Studios, weil es eben schneller geht in der Regel. Und dort wird euch dann das Ticket für die Begleitperson ausgestellt. Okay. Und irgendwie eine Möglichkeit... Also, ja gut, das war bei Jahresgeld, geht man zu Hotelgästen, wenn man Pauschale bucht. Da ist man auch mehrere Tage da. Ich gehe mal davon aus, dass man da auch nicht jeden Tag an die City Hall Studio Service muss, oder? Für Pauschalgäste geht es sogar noch ein bisschen einfacher. Erstens mal, wenn ihr eure Pauschale bucht, macht das am besten telefonisch. Also normalerweise empfehlen wir ja jedem, die Pauschale über uns zu buchen. Also wenn ihr gerade noch nach einem Angebot sucht, wir blenden euch mal irgendwelche Angebote oder unsere tollen Angebote hier in diese Ecke ein. Ne? Ja, schaut euch da gerne mal um. Aber wenn ihr ein Angebot habt, dann ruft ihr am besten mal im Disneyland Paris an. Und sagt denen, ihr möchtet zum Beispiel das Hotel Newport Bay Club von dem und dem Zeitraum buchen und ihr habt eine Person mit Schwerbehindertenausweis dabei. Dann bekommt diese Person nämlich immer noch eine kostenfreie Begleitperson mit dazu. Und das Ticket für diese Person wird nämlich dann rausgerechnet aus eurer Pauschale. Aber ihr müsst dennoch vorab die Unterlagen zuschicken. Ja. Okay. Da wird euch dann nach der Buchung nämlich eine E-Mail oder während der Buchung eine E-Mail-Adresse genannt, an dem ihr dann zum Beispiel die Kopie eures Schwerbehindertenausweises E-Mail zuschicken sollt. Und sobald das dann geschehen ist, wird euch der neue Reisepreis genannt und bekommt erstmal die Begleitperson trotz Pauschale kostenfrei mit dazu. Da könnt ihr dann auch noch mit angeben, ob ihr zum Beispiel ein behindertengerechtes Zimmer auch benötigt. Ist ja jetzt auch zum Beispiel gerade für Rollifahrer sehr wichtig. Ja, klar, natürlich. Ja. Und ja, wenn ihr dann endlich dann im Disneyland Paris angekommen seid, alle Tickets habt, das kostenfreie Begleitticket für eure Pauschale von einer Woche lang Disneyland, müsst ihr oder dürft ihr die Priority Card nicht unbedingt in den Parks holen. Das Hotel, euer Disney Hotel, kann diese Karte auch ausstellen. Und die ist dann natürlich auch für den Zeitraum eurer Reise gültig und alle Personen eurer Pauschale haben ihre Tickets durch die Pauschale gedeckt. Und da bekommt auch die Begleitperson beim Check-in direkt das Ticket für die komplette Zeit. Genau. Ja, gut. Also auf den Magic Pass mit drauf und ist dann eben direkt frei und ihr müsst nicht mehr zu den Kassen jeden Tag gehen. Ja gut, das macht's, ist ja auch sinnvoll so. Das reduziert die Schlangen. Zu den Zimmern, speziellen Zimmern für Menschen mit Behinderung, vielleicht auch da wieder, ich weiß, da wiederhole ich mich vielleicht wieder die Bitte, wenn ihr eine Behinderung habt und das bei der Buchung angebt und um so ein entsprechendes Zimmer bucht, dann werdet ihr in der Regel nicht, oder zumindest nicht immer, gefragt, ob ihr denn wirklich darauf angewiesen seid. Bitte bucht so ein Zimmer auch nur dann, wenn ihr darauf angewiesen seid. Also wenn ihr wirklich ein Bad braucht, das entsprechend ausgestattet ist mit ebenerdig zugänglicher Duschbereich. Wenn ihr
die etwas breiteren Räume zwischen den Betten und so weiter wirklich braucht. Denn die Anzahl der Zimmer ist begrenzt und wenn ihr so ein Zimmer bucht, weil ihr eine Behinderung oder wenn ihr eine Behinderung habt, die euch eigentlich gar nicht in der Form einschränkt, dass ihr diese extra Räumlichkeiten braucht, dann sind die Zimmer weg und dann stehen weniger Zimmer für Menschen zur Verfügung, die es eben bräuchten. Also auch da, ja, es mag für den einen oder anderen komfortabler sein, statt einer Badewanne mit Duschfunktion eine Duschkabine zu haben, aber bitte auch da nur dann buchen, wenn ihr das wirklich braucht, um nicht die Plätze für die Leute wegzunehmen, die sonst gar nicht hierher fahren können. Da vielleicht zum Verständnis, ihr könnt natürlich buchen mit Begleitperson frei. Ja, es geht nur, es nur geht nicht nur das extra darum, Zimmer das verlangen. extra Zimmer zu verlangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so klar Ja, rüberkam. Jeder, der einen Schwerbehindertenausweis hat, hat das Anrecht, diese kostenlose Begleitperson aus der Pauschale rausrechnen zu lassen. Aber wenn man aus körperlichen Gründen kein behindertengerechtes Zimmer braucht, wäre es einfach nett, bei der Buchung darauf hinzuweisen, dass man mit einem normalen Zimmer auskommt und dadurch ändert sich für euch ja nichts. Der Preis bleibt trotzdem niedriger, ihr habt die Vorteile, aber lasst die, ich weiß es nicht genau, pro Hotel 5 oder 6 rollstuhlgerechten Zimmer denjenigen, die sie wirklich brauchen. Das ist eigentlich alles. Und mir wurde bei meiner ersten Buchung zumindest damals gesagt, sobald man eben auch angibt, dass man mit Schwerbehindertenausweis bucht, dass man automatisch in diese Kategorie fällt, dass automatisch ein schwerbehindertengerechtes Zimmer für einen gebucht wird, außer man besteht ausdrücklich nicht darauf. Dann tut das bitte, wenn ihr es nicht nötig braucht. Dann, so haben dann Genau. Gäste, die mit dem Rollstuhl vielleicht anreisen oder so, dann auch die Möglichkeit, in der Zeit Urlaub zu machen, wo ihr da seid. Ja. Ja, das. Haben wir noch was zur grünen Karte, oder? Wir haben, was man dazu benötigt, also Schwerbehindertenausweis oder Test, wo man sie herbekommt, City Hall und die Studios, wie man sie nutzt. Ja, man spricht auch im Cast-Member dann einfach darauf an, für was man sie nutzt. Attraktionen, Charakter, Essen, Shopping. Wir haben auch die Hotels. Die Jahreskarten. Ja, dann sind wir denke ich, mit der grünen Karte durch. Sollte man da irgendwas vergessen haben oder sollte euch dazu schon mal zu dem Blog irgendwas nicht klar sein, kommentiert es bitte einfach unter dem Beitrag. Wir beantworten euch das dann so gut wir können. Und kommen zur zweiten Variante, zur orangenen Karte, die ich persönlich viel schöner finde, weil ich die Farbe orange gerne mag. Was hat sie mit der orangen Karte auf sich? Was ist das? Ja, die orangene Karte ist, wie der Name sagt, ist orange. Und diese ist für Gäste mit einer kurzfristigen, vorübergehenden Einschränkung oder werdende Mütter. Ja, das ist ja theoretisch auch eine vorübergehende. Ja, ich würde es jetzt nicht einschränken. So ist es vielleicht. Ja, oder auch werdende Mütter. Genau. Ja, also es ist eine vorübergehende Freude in froher Erwartung, die in eine vorübergehende Freude übergeht, wenn das Kind da ist, bis die Pubertät einsetzt. Danach ist es vielleicht eine Beeinträchtigung. Gut, ganz dünnes Eis, gehen wir zurück. Also diese orange Karte. Die heißt übrigens auf Englisch Easy Access Pass. Easy Access Card. Ja, oder Card und hat auf Deutsch den etwas sperrigeren Namen in einem Wort Zugangserleichterungskarte. Genau. Nur damit ihr auch, wenn ihr Fragen habt dazu, wie ihr das am Telefon nennt, weil Karte für Menschen mit mit Behinderungen, Schwerbehinderten, das ist am Telefon leichter, aber die Karte für in Orange Zugangserleichterungskarte auf Deutsch. Genau. Die unterscheidet sich auch nicht nur in der Farbe an sich. Also ihr seht ja die Green Card, die Priority Card ist so ein einteiliges Ding. Die orangene Karte ist die doppelte Größe auch schon und die kann man so wie ein kleines Screenkleid auf und zu falten. So, was benötigt ihr für diese orangene Karte? Für die orangene Karte benötigt ihr einmal auch wieder ein Schreiben vom Arzt, ein Attest vom Schreiben, das nicht älter als 3 Monate sein darf.
Und das Schreiben sollte eben auch sagen, wie ihr derzeit beeinträchtigt seid. Also ihr seht vielleicht schon, also die grüne ist für diese dauerhafte Beeinschränkung und die grüne halt für die Orange. Ja. Die Farben. Ja, orange. Ich meine, ich habe es ja auch mal hier vorne liegen, für die keine Ahnung. Ja, für einen vorübergehenden Zustand, der euch in irgendeiner Form... Der es euch unmöglich macht, alles lang zu stehen, extrem viel zu laufen oder sonstig. Genau. Also zum Beispiel, ihr habt einen Bänderriss. Oder den Mutterpass. Der Mutterpass reicht auch schon aus, da braucht ihr keinen Attest dafür. Da braucht ihr nichts vom Arzt. Ich meine, ab einem gewissen Zeitpunkt sieht man das zwar auch, aber ihr müsst dennoch den Mutterpass noch vorlegen können, um eben die orangene Karte zu bekommen. Und sonst eben, keine Ahnung, ihr brecht euch 2 Wochen, bevor ihr ins Disneyland fahren wollt, möchtet aber nicht stornieren, das Bein, habt einen Gips drum, ja, man sieht es, aber lasst euch bitte von eurem Arzt einen Attest ausstellen. Idealerweise auch noch in Englisch oder Französisch. Ja. Da gibt's auch, wenn euer Arzt sagt, oh, kann ich nicht oder so, dann setzt euch zu Hause hin, notiert schon mal die wichtigsten Begriffe auf Englisch und schreibt es dann mit eurem Arzt zusammen. Die meisten werden das aber hinbekommen. Und dann, nehmt da die Unterlagen, bitte keine Kopie, sondern das Originalattest mit. Und dann geht's in die City Hall oder zu Studio Services. Genau. Wenn ihr mich eben gerade ganz komisch in die Luft gucken gesehen habt, haltet mich gerade nicht verrückt geworden. Ich dachte irgendwie, ich hätte gerade ein Geräusch hinter mir gehört, wie aus einem alten Pac-Man-Automaten. Deshalb habe ich gerade ein bisschen komisch geguckt, weil das jetzt gerade so sehen. Ich dachte, wenn die Zuschauer mich jetzt hier so sehen, mag das etwas ohne Erklärung verwirrend wirken. Ich glaube, der Pac-Man-Automat war aber letztendlich nur mein Handy. Aha, schöner Ton dann. Ja. Okay. Gut, genau. Also man bekommt den Pass auch in der City Hall Genau. und muss eben Attest oder Mutterpass vorlegen, um den ausgestellt zu bekommen. Genau. Und was macht man damit? Was sind da die Unterschiede zur grünen Karte? Genau, also mit dem orangenen Pass bekommt ihr auch bei den Charakteren eben diese Return Time, also diese Zeit, zu der ihr zurückkommen dürft, um einen Charakter treffen zu dürfen. Auch hier wieder ist der frühe Vogel fängt den Wurm angesagt oder halt eben auch dann den Charakter. Ja. Gibt es einen Charakter, der ein Wurm ist, den man treffen kann auch wirklich? Also es gibt Charakter, die Würmer sind, aber kann man auch irgendwelche treffen? Du kannst Vögel treffen, aber Würmer? Fällt mir jetzt keiner ein, ne? Falls ihr einen Wurm kennt, kommentiert's mal. Wir sind gespannt. Ja. Das interessiert mich jetzt. Ja, mich auch. Vielleicht weiß Lotso ein. Charaktere dürft ihr treffen. Ihr dürft auch die Attraktionen nutzen, wenn diese dann für eure Art von Einschränkung ausgelegt ist. Bei werdenden Müttern ist es im Ideal oder meistens immer alle Attraktionen, die einem So einen Bügel haben, der am Bauch schließt oder so. sind halt schon mal tabu, zum Beispiel. Und es läuft ein wenig anders mit, wann ihr fahren dürft mit der orangenen Karte. In der Regel, dadurch, dass diese Karte so ein kleines Büchlein ist, da sind dann so Zeilen drin, in dem der Castmember reinschreibt, wann ihr zurückkommen dürft, um diese Attraktion zu fahren. In der Regel ist das dann die reguläre Wartezeit minus 10 Minuten. Also angenommen, Big Thunder Mountain hat mal wieder diese typische 90 Minuten Wartezeit, und ihr geht dort hin zum Castmember und dann dürftet ihr in 80 Minuten zurückkommen und Big Thunder Mountain durch diesen speziellen Eingang fahren, ohne eben nicht in der normalen Warteschlange zu stehen. Ja, wenn man vielleicht nicht stehen kann, weil Gipsbein, Krücken, irgendwie Hexenschuss, was weiß ich, damit fährt man wahrscheinlich auch nicht Big Thunder Mountain. Aber irgendwas, dann kann man sich irgendwo hinsetzen, vielleicht einen Kaffee trinken und kommt dann zurück. Ja. Und es darf auch immer nur, in dem Fall sieht man es halt auch in dem Buch, nur eine offene Zeit drin stehen. Also sobald ihr gefahren seid, beim Castmember wart, streicht ihr diese dann durch
und danach dürft ihr euch die nächste holen. Also ähnlich wie ein Fastpass im Prinzip, wo Genau. man auch nur einen hat und Den normalen Fastpass kann man ja trotzdem weiterhin zusätzlich nutzen, weil euer Ticket ist ja trotzdem weiterhin gültig. Also ihr könntet theoretisch euch einen Fastpass für Big Thunder Mountain holen und dann nebenan, sage ich jetzt mal, zu Phantom Manor gehen und dort euch eine Return Time holen über den Easy Access und so ein bisschen planen, falls möglich. wie ist es denn da mit Begleitung? Ja, Begleitung ist nicht kostenfrei. Also klar, ihr dürft auch weiterhin bis zu 4 Personen was heißt nicht, nee. Ihr dürft bis zu 4 Personen mit in die Attraktion reinnehmen. Ihr dürft auch Personen mit in die Paradenbereiche oder mit in die Shows reinnehmen. Also da im Prinzip dieselben Regelungen wie bei der grünen Karte auch. Aber keine kostenlosen. Genau, es gibt keine Eintrittsregeln. kostenlosen Begleitpersonen. Genau. Und da mit der Ausstellung gibt's auch dauerhafte, also dauerhaft, das ist eine zeitweilige Beeinträchtigung. Ja. Aber wenn jetzt der Arzt auf dem Attest stehen hat, okay, das ist jetzt für 6 Monate die Situation und ich habe eine Jahreskarte, gibt's dann auch die Möglichkeit, das für 6 Monate ausstellen zu lassen oder muss ich dann jeden Tag das neu holen? Bei der orangenen Karte bin ich da in dem Fall ein wenig überfragt, ganz ehrlich. Ach ja? Ja. Hätte ich eine andere Expertin gebraucht? Vielleicht. Noch so? Wir könnten ja mal Lotso so ein bisschen... Nein, wir brechen von Lotso keinen. Nein. Nein. Aber wir könnten dir ja das beide. Okay, Nein. also, Bei der aber dann tut mir es leid, dass ich das gefragt habe. Nein, ich denke aber, bei der orangenen Karte bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher und ich denke, es würde auch gar keinen Sinn wirklich machen, da bei der Jahreskarte die irgendwie für 6 Monate oder so auszustellen, weil es ja vorübergehend. Das ist vorübergehend, das heißt ja, man könnte theoretisch in 3 Wochen wieder gesund sein. Ich meine, Ja, deshalb dachte ich, wir sind vielleicht an der Testlänge gebunden. Ja. Könnte vielleicht bei einer Pauschale, wenn man, sagen wir, Ja, 4 Tage da bei der ist, Pauschale, dann gibt Die es eine wird- für die Dauer, Ja. muss man nicht jeden Tag. Aber bei einer Jahreskarte sehe ich den Sinn nicht so ganz dahinter. Und wenn du längerzeitig krank bist, dann würdest du ja schon eher in Richtung Priority. Ja gut, ich meine, Card. es sind Leute hier lokal außergehen, die quasi jeden Abend den Abendspaziergang durch den Park machen. Gibt einige, die fast jeden Tag hier sind oder zumindest 3-4 Mal in der Woche. Die haben einen Bänderriss, der Bänderriss dauert 4 Wochen. Das steht auf dem Attest drauf. Jedes Mal, du gehst nur für 2 Stunden in den Park und stehst für eine Stunde an der City Hall an, um die Karte zu kriegen. Das ist, finde ich, ist übrigens eine Sache, die ich persönlich ein bisschen schwierig finde. Manchmal sind die Warteschlangen gerade in der City Hall so elend lang, da soll man eigentlich, man kann nicht warten, man kann nicht lange in der Schlange stehen, muss aber, um die Karte überhaupt zu kriegen, würde ich mir persönlich eine bessere Lösung irgendwie wünschen, dass es einen Schalter oder einen Ort gibt, der nur für die Ausstellung da ist, wo man dann nicht in der Schlange steht mit anderen Leuten, die einfach Restaurantreservierungen machen wollen, die fragen wollen. Die einen Schlüsselbund verloren haben, genau. die irgendwas. Das ist vielleicht noch eine... Ich meine, aus dem Grund sind ja in den Disney-Hotels ja schon mal, wenn du da in den Hotel wohnst, dass du dir die Karte schon mal da holen Geht aber nur kannst. für die Gäste, oder? Kannst du da auch als externer Gast hin? Wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel in der Nähe von einem Hotel vorbeikomme, würde ich eigentlich mal einfach reinschauen und es probieren, ganz ehrlich. Oder ist dann wie üblich, wenn Carsten was macht das. Und Genau. Und auf der anderen Seite hat ja auch das Disneyland hier und da diese Customer Information Desks aufgestellt. Das sind diese Customer, die dann diese blauen T-Shirts tragen und so einen kleinen Desk. Ich denke auch, dass sie damit hoffen, dass zum Beispiel die City Hall oder die Studio Services ein wenig entlastet werden, um eben dann solche Sachen wirklich in der City Hall dann ein bisschen mehr Priority. Also die Desks sollen eigentlich weitestgehend alles machen können, was die City Hall kann. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt oder Restaurantreservierung machen wollt, etc., lauft nicht extra zur City Hall. Geht zu so einem Desk. Oft steht ein Ort zum Beispiel ist im Fort Comstock, da steht öfter eins und dann Das geht auch für euch schneller. Geht für Also, euch schneller ja. und ihr reduziert die teilweise elendlangen Warteschlangen an der City Hall deutlich. Also ist auch noch so ein Ding. Gut, also wenn jemand weiß, wie es funktioniert, ob man eventuell die orangene Karte auch für
länger ausstellen kann, wenn man zum Beispiel mit der Jahreskarte vor Ort ist, aber extern wohnt, wie wir jetzt in einer Ferienwohnung und eine Woche da ist, ob man dann jeden Tag hingehen muss oder ob man das irgendwie per Datum eintragen lassen kann, kommentiert's gerne, denn da sind wir gerade leider überfragt, wie es wirklich funktioniert. Wenn das jemand weiß, wäre nett, wenn er uns einen Hinweis gibt. Ja, haben wir das zur Orangenkarte, haben wir da noch? Die gilt auch für Restaurants, auch für Shopping, wie die grüne Karte auch, oder gilt die nur für Attraktionen und Charakter? Ich meine, die Dinge ist ja das gleiche, ich kann nicht anstehen. Nein, also ich würde auch sagen, dass die für Restaurants und Shopping gilt, weil wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Also das ist eigentlich ja egal. Das ist Einschränkung ist Einschränkung. Das eine ist dauerhaft, das andere ist eben vielleicht für 4 Wochen oder ähnliches. Genau. Aber was mir noch eingefallen ist, wir haben das Thema, was ist denn, also wenn ich in einem Disney-Hotel wohne, kein Problem. Wenn ich aber vielleicht außerhalb wohne und mit dem Auto komme, gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, dass ich nicht am allerentferntesten, hintersten Parkplatz parke und erstmal 2 Kilometer zu Fuß zum Park zurücklegen muss? Oder mit viel Glück geht das. Wenn ihr mit dem Auto anfahrt und auf dem Parkplatz möchtet, zeigt mit eurem, keine Ahnung, zeigt an den tollen Durchfahrtsdingern. Schaltern, genau, das ist. An der Pforte oder so nennt man das auch, ja? Genau, euren Schwerbehindertenausweis vor. Damit dürft ihr auch auf den dortigen schwerbehinderten Parkplätzen fahren. Erstmal Parkplatz Winnie nach Winnie the Pooh als Standardparkplatz, den ihr auf jeden Fall anfahren dürft, wenn er nicht überfüllt sein sollte, aber in der Regel könnt ihr den anfahren. Genau, das heißt, also dadurch, dass halt auch wieder diese oder diese Schwerbehindertenausweise in ganz Europa so verschieden sind, erlaubt das Disneyland Paris auch mit einem normalen Schwerbehindertenausweis, dass man eben bevorzugt weiter vorne parken, sozusagen dann weiter vorne parken darf. Und ihr zeigt dann im Idealfall eben den Schwerbehindertenausweis vor, wenn ihr reinfahrt, und bekommt dann einen kleinen extra Zettelchen. Den blenden wir jetzt auch irgendwann mal irgendwo ein, denke ich. Jetzt dann vielleicht so hier über mir, ich verschwinde mal kurz. Und ihr folgt dann der Busspur. Ganz wichtig, ich habe schon den Fehler gemacht und bin der ganz normalen Spur gefolgt und habe mich dann so ein klitzekleines bisschen auf dem Parkplatz verfahren. Hallo Daniela. Ja, folgt der Busspur und dann dürft ihr auf dem Winnie-Parkplatz parken. Auf dem Zettelchen steht nämlich dann auch ein Code. Ihr kommt dann an eine Schranke mit einem kleinen Bedienfeld, wo ihr diesen Code eingeben müsst, und nur mit diesem Code kommt ihr dann auch wirklich auf diesen Parkplatz. An dem Parkplatz gibt es auch so 4, 5, 6 EK, also hier so Aufladestationen, Stöpsel für Elektroautos. Also solltet ihr mit dem Elektroauto anreisen und euer Auto braucht ein bisschen Saft. Gibt's da auch? Okay. Gibt's die auch, genau. Und ja gut, das sind die, zur Erklärung, auf dem Hauptparkplatz der vorderste Bereich, der also am nächsten dran ist. Bei den Toiletten dann auch. Genau, die sind da auf der einen Seite, der Parkplatz ganz vorne. Also ihr müsst den Weg zum Hauptparkplatz zwar zurücklegen, aber dann nicht noch über den ganzen Parkplatz drüber, sondern seid dann wirklich an eurem Auto. Ist aber schon noch ein Stück. Und dann hast du manchmal die sehr langen Einlasskontrollen vor dir, die teilweise durchaus länger sein können. Und dann gibt's aber noch eine Möglichkeit, wie du noch ein bisschen näher dran kommen kannst, wenn du einen gewissen Grad der Behinderung hast. Genau. Ab einem Grad der Behinderung von 80 dürft ihr auf den schwerbehinderten Parkplatz des Disneyland Hotels. Es funktioniert im Endeffekt genauso. Also ihr zeigt euren Schwerbehindertenausweis an der Schranke, bekommt auch wieder ein kleines Zettelchen mit Code drauf, folgt auch der Busspur,
fahrt aber dann nicht links ab einem gewissen Punkt zum Winnie-Parkplatz, sondern geradeaus weiter bis zum Ende. Da kommt ein kleiner Kreisverkehr. Rechts geht's dann ab zum Disneyland Hotel. Ihr werdet dort auch dann von einem Cast-Member nochmal kontrolliert, also müsst auch nochmal raus aus dem Auto. Er schaut in euren Kofferraum, kommt durch, fahrt dort nochmal eine weitere Schranke, geht zum Disneyland Hotel Parkplatz, gibt diesen Code ein, fahrt drauf und dürft dann am Disneyland Hotel Parkplatz parken. Und wenn ihr dann Richtung Park lauft, kommt ihr dann rechts vom Donald Desk auf der Höhe raus. Müsst auch nochmal durch eine Gepäckkontrolle natürlich, aber da ist im Endeffekt oder meistens sind vielleicht mal 1-2 Mann vor euch und das war's. Ja. Und dann übrigens, wenn ihr von da kommt und die Tickets wollt, dann landet ihr genau da gegenüber des Schalters, wo es dann in diesem Park die Tickets gäbe für Begleitpersonen etc. Das ist... Ja. Genau. Damit? Nee, ich hatte gerade noch was, aber mir was, fällt nicht mehr ein. Ja, das... Als du die Frage gestellt hast mit der Anfahrt, fiel mir noch was ein, was ich noch fragen wollte. Tja. Ich weiß es aber nicht mehr. Dann wird es hoffentlich nicht ganz elementar gewesen sein. Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Wahrscheinlich war es nichts so Kritisches. Dann würde ich noch gern etwas ergänzen. Also ich meine, wir haben ja auch viele Personen, die zum Beispiel gerade im Rolli sitzen. Es gibt einige Attraktionen. Ach, jetzt weiß ich wieder, was war. Gut. Ja? Ja, mach jetzt fertig. Dann merke es dir. Ja. Gerade für die Rollifahrer unter euch, es gibt zum Beispiel Attraktionen, die rollstuhlgerecht sind. Das heißt, ihr dürft da auch mit dem Rollstuhl in diese Attraktion, zum Beispiel bei It's a Small World, könnt ihr direkt in das Boot mit dem Rollstuhl drauf fahren. Und es gibt Attraktionen, da müsst ihr aus dem Rollstuhl raus und in den Wagen einsteigen. Genau. Pirates zum Beispiel, da kann man nicht mit dem Rollstuhl reinfahren, soweit ich weiß. Da gibt es, glaube ich, kein Boot für Rollstuhlfahrer. Mein Beispiel wäre jetzt Peter Pan gewesen. Ja gut, von mir aus Peter Pan, in Ordnung. Genau. Da hat jetzt auch in den letzten Tagen, gerade bei Peter Pan und bei Schneewittchen war das, glaube ich, dass Disneyland Paris neue Karten angefertigt, die den Begleitpersonen auch ausgehändigt wird. Und schon in der Wartebereich gegeben wird, wie dann erklärt wird, wie denn diese Person aus dem Rollstuhl in den Wagen geholfen wird, weil eben die Castmember dort nicht zur Hilfe kommen können, um eben halt dann auch für Sicherheitsfragen, wenn halt irgendwas passieren sollte, da eben nicht haftbar gemacht werden. Also versicherungsrechtliche Gründe, aus denen ihr selbst helfen müsst. Und da wird dann, glaube ich, auch bei der Attraktion darauf hingewiesen, dass es eine Attraktion ist, bei der man must transfer. Genau. Ja. Aber ich finde es halt auch schön, dass zum Beispiel gerade bei Small World, dass du da halt mit einem Rolli zum Beispiel direkt drauf fahren kannst und bei anderen Attraktionen... Bei Buzz Lightyear zum Beispiel ja auch, da gibt's ja auch spezielle Wagen. Wenn ihr dann ankommt, dann müsst ihr eben kurz warten, bis dieser spezielle Wagen dann da ist, aber dann könnt ihr einfach reinrollen und müsst nicht extra umsteigen und so weiter. Ja. Ja, und das mit dem Thema Rollstuhl, das war es nämlich. Also es kann ja sein, dass ihr zwar eine Behinderung habt, die euch beim Gehen, Stehen und so weiter einschränkt, aber die im Alltag nicht so gravierend ist, dass ihr zu Hause einen Rollstuhl habt. Ja. Die aber, wenn ihr einen ganzen Tag in einem Freizeitpark verbringt, eben dann doch so sich auswirkt, dass ihr einen Rollstuhl braucht. Und dafür gibt es auch einen Rollstuhlverleih in Disneyland Paris. Das lest ihr auch überall, nur was so die Erfahrungen sind, die wir von unseren Usern haben, sind die Rollstühle nicht sehr bequem. Da bietet es sich, auch wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, externen Rollstuhl zu bieten. Es gibt ja zum Beispiel Sanitätshäuser, die Rollstühle verleihen oder ähnliches. Ja. Die sind oft auch etwas komfortabler und weniger sperrig als die Modelle, die im Disneyland ausgegeben werden. Und eventuell, wenn ihr einen Attest habt, kriegt ihr die teilweise, soweit ich weiß, auch auf Rezept. Während ihr in Disneyland Paris, ich glaube, 25 oder 30 Euro pro Tag bezahlen müsstet, Und eben Kaution auch noch hinterlegen müsst. Also das soll, auch wenn das auf der Seite des Disneyland Paris, auf der offiziellen Seite extra so steht, dass ihr das könnt,
ist vielleicht, wenn ihr das vorhabt, das zu machen, schaut lieber im Vorfeld, dass ihr da euch vorbereitet, wenn ihr es irgendwie den Transport halt sicherstellen könnt, wenn ihr, ich meine, so ein Rollstuhl nimmt halt auch, selbst wenn er zusammengeklappt ist, einen gewissen Platz weg. Wenn ihr mit 4 Personen und einem Corsa kommt, werdet ihr wahrscheinlich auch von eurem Sanitätshaus keinen Rollstuhl mitnehmen können, einfach platztechnisch. Aber zum Beispiel Rollstühle werden auch von Fluggesellschaften normalerweise so transportiert, ohne dass ihr extra Gepäck buchen müsst oder ähnliches. Da müsstet ihr euch einfach mal informieren. Eventuell ist es sogar kostengünstiger, ein größeres Mietauto zu nehmen, als mit dem eigenen Auto anzureisen und dafür den besseren Rollstuhl dann mitzunehmen. Da müsst ihr einfach für euren Fall einfach mal schauen, was sinnvoll erscheint. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Ich denke auch. Ja, mir fällt nichts mehr ein jetzt persönlich. Danke, Steffi, dass wir das so spontan, kurzfristig machen konnten. Gerne doch. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen mit der Sendung. Und wie wir vorhin schon mal gesagt hatten, solltet ihr noch weitere Fragen haben, weil wir irgendeinen Aspekt übersehen haben oder irgendwo was für euch unklar war, kann ja auch immer sein, dass für uns war es vollkommen logisch, aber klingt für euch nicht so. Schreibt's in die Kommentare. Wir werden versuchen, alles so gut wie möglich zu beantworten. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr bitte einen Daumen nach oben da. Lotso hat auch welche. Hat auch 2 Daumen. Da. Ja. Hat auch 2. Und Lotso lässt auch, wenn es ihm nicht gefallen haben sollte, was nicht sein kann, auch Daumen nach oben da, denn so funktioniert es bei unserer Show. Wenn ihr weiterhin Infos über Disneyland Paris, über Walt Disney World in unseren Parkshows bekommen wollt, dann solltet ihr jetzt unseren Kanal abonnieren. Klickt dafür doch erstmal den roten Button, so ähnlich wie Lotzos Farbe, auch nicht ganz so wie Steffis Haarfarbe. Wie Lotzos Pushen. So ein bisschen, ja. Also den roten Button zum Abonnieren. Und dann müsst ihr auch noch danach, nachdem ihr den roten Button geklickt habt, die graue Glocke klicken. Denn nur wenn ihr beides gemacht habt, werdet ihr regelmäßig benachrichtigt, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Und ja, das war's. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Beenden Mal. unsere Sendung aus diesem ungewöhnlichen Studio und gehen mal ganz dringend was essen. Tschüss. Tschüss.